Das Zentrum einer HiFi-Anlage war über Jahrzehnte der eingesetzte Verstärker. Hier kam alles zusammen. CD-Player und Plattenspieler auf der einen Seite, die Lautsprecher der Wahl auf der anderen. Und auch wenn das für manchen selbst heute noch das bevorzugte Anlagenkonzept darstellt, sieht ein modernes Setup anders aus. Streaming ist die Quelle der Zukunft. Der Smart TV rückt ins Zentrum der Wiedergabe und das Verstärken übernehmen heute oft die Lautsprecher selbst. Was man also braucht, ist ein flexibles Digitalsystem wie der Lumin P1. Der High-End Streaming DAC will alles Nötige für eine zeitgemäße Audiowiedergabe bieten. Auf lightmagazin.de konnten wir den P1 schon einem ausführlichen Praxistest unterziehen. Die wichtigsten Fakten und Features zum Lumin wollen wir euch jetzt nochmal im Video vorstellen. Willkommen bei Light Compact. Dass der Lumin P1 nicht viel mit klassischem HiFi gemein hat, zeigt sich schon auf den ersten Blick. Auf Bedienelemente wie Drehregler, Tasten oder Schalter verzichtet der Hersteller hier völlig. Stattdessen gibt sich der Streaming DAC betont minimalistisch. Das Gehäuse aus CNC gefrästen Aluminiumplatten wird wahlweise silber gebürstet oder tiefschwarz eloxiert. Während die beiden Seiten und die Oberfläche vollkommen eben sind, ist die Frontpartie des P1 elegant gerundet. Zusammen mit den trapezförmigen Aussparungen um das Display und an der Unterkante ergibt sich so ein eleganter, moderner Look. Doch nicht nur am Design des P1 erkennt man Lumins Willen, mit alten Traditionen zu brechen. Das zeigt sich auch beim klaren Fokus des Gerätes auf die netzwerkbasierte Musikwiedergabe. Neben der dafür üblichen Ethernet-Schnittstelle besitzt der High-End-Streamer nämlich noch eine weitere Option. Direkt neben der RJ45-Buchse ist hier ein optischer Netzwerkport verbaut. Dieser kann genutzt werden, um den P1 mit einem Switch oder Router zu verbinden, der über einen SFP-Slot mit entsprechendem Konverter verfügt. So wird die Verbindung vollständig galvanisch getrennt und das Gerät von Störeinflüssen aus dem Netzwerk befreit. Alternativ kann hier aber auch die direkte Verbindung zu einem Musikserver oder NAS hergestellt werden. Der interne Streamer des P1 vereint dann die lokale Wiedergabe mit Inhalten aus dem Internet. Dafür nutzt Lumin seine eigene App, die kostenlos für iOS- und Android-Geräte verfügbar ist. Aufgeräumt und optisch ansprechend gestaltet, kann hier die Wiedergabe kontrolliert werden. Dabei wird die eigene Bibliothek wahlweise mit großen Coverbildern oder in 2 verschiedenen Listenvarianten dargestellt. Verschiedene Möglichkeiten der Anordnung und eine Suchfunktion erleichtern das Finden der gewünschten Tracks zusätzlich. Mit Qobuz und Tidal sind außerdem 2 große Streamingdienste direkt in die App integriert. Auch ein Dienst für Internetradio und Podcasts wird hier geboten. Die Unterstützung für Spotify Connect komplettiert dann das Angebot an Online-Services. Alternativ zur eigenen App ist der Streaming DAC außerdem Roon-ready und bereit für den Einsatz in Multiroom-Systemen. Neben seiner Funktion als Quellgerät bietet der P1 aber noch zahlreiche weitere Anschlüsse für externe Geräte. Neben digitalen Eingängen in Form von USB-B, AES-EBU, Toslink und koaxialem SPDIF sind auch analoge Inputs mit an Bord. Ein unsymmetrischer Kinch-Eingang und ein paar XLR-Buchsen stehen auf der Rückseite bereit. Auch das Thema Heimkino wird von Lumin nicht vernachlässigt. Gleich 3 HDMI-Ports können hier für den Anschluss von SAT-Receivern, Blu-ray-Playern und Spielekonsolen genutzt werden. Der ergänzende HDMI-Ausgang kann dank AEC außerdem für die direkte Übertragung des Fernsehtons genutzt werden. Gleichzeitig fungiert der Anschluss auch als Path-Through für Bildsignale in 4K und HDR und Multikanal-Tonformate wie Dolby Atmos und DTS. Die interne Signalverarbeitung findet beim P1 dann in einem konsequenten Dual-Mono-Aufbau statt. Das gilt auch für die Digital-Analog-Wandlung, bei der jeweils ein ES9028 Pro DAC für den linken und rechten Kanal verwendet werden. Mit diesem Referenzbauteil des Halbleiterherstellers ESS verarbeitet der P1 Signale bis hinauf zu 384 kHz bei 32 Bit. DSD-Bitstreams können mit bis zu 22,6 MHz umgesetzt werden. Dazu bietet der Streaming DAC außerdem ein umfangreiches Upsampling-Feature. In der App kann dabei die genutzte Abtastrate je nach verwendetem Quellmaterial angepasst werden. Um bei der Digital-Analog-Wandlung optimale Ergebnisse zu erzielen, nutzt Lumin hier außerdem einen Taktgeber, der bis auf die Femtosekunde genau arbeitet. Nach Streaming und Wandlung der Daten kann der P1 außerdem als Vorverstärker eingesetzt werden. Für die Verbindung mit Endstufen oder die Kombination mit Aktivlautsprechern stehen dazu ein symmetrischer und ein unsymmetrischer Ausgang bereit. Für die Anpassung der Lautstärke nutzt Lumin das sogenannte Lead Processing. Mithilfe dieses Algorithmus vermeidet der P1 die typischen Nachteile digitaler Vorstufen.
Signale oder Grundrauschen werden durch dessen Anwendung lichtmit verstärkt und das Signal wird vollkommen verlustfrei verarbeitet. Neben der präzise funktionierenden Kontrolle in der App lässt sich die Lautstärke auch bequem mit Hilfe der schlanken Fernbedienung aus Zink und Acryl einstellen. Mit dem P1 zeigt Lumin, wie hochwertige, moderne Audiowiedergabe aussehen kann. Der Streaming DAC der Referenzklasse sieht elegant aus, bietet unzählige Funktionen und leistungsstarke Technik. Ob als Hi-Res-Player, als Vorstufe oder in Verbindung mit einem Fernseher, der P1 lässt sich gut bedienen und liefert in den unterschiedlichsten Setups ausgezeichneten Sound. Alle meine Klangeindrücke und alles weitere Wichtige zu Lumins schickem Audiosystem könnt ihr in meinem ausführlichen Praxistest nachlesen. In der Beschreibung findet ihr den passenden Link. Wenn euch dieser kurze Überblick gefallen hat, vergesst nicht auf den Like-Button zu drücken und unseren Kanal zu abonnieren. Danke euch alle fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.